Hallo meine Schätzlichen, es ist wieder soweit. Dr. Slim presents at its best Low Carb Leckereien. Und heute machen wir uns einen Strawberry Cheesecake New York Style. Der ist dekonstruiert, der ist rekreiert. Denn normalerweise ist es ein Mürbteig mit Käsekuchenfüllung, etwas Schlagsahne und Erdbeerchen obendrauf. Und wir machen das anders. Wir machen uns eine Käsekuchenschicht unten. Ihr kennt es ja schon. Dann machen wir uns eine Creme, gefüllt mit einer Erdbeermarmelade und oben üppig Erdbeeren mit einem Guss. Oh, es wird ein Fest. Und wie ihr wisst, ich bin ja immer noch in der Diät. Jetzt habe ich schon 20 Kilochen abgenommen. Ist es nicht cool? Mit Low Carb geht es einfach so einfach, wenn ihr einmal dabei seid. Und was ist mein Geheimnis? Ich habe jetzt schon 3 Tortenrezepte auf den Markt sozusagen gebracht. Und ich habe Zuckeraustauschstoffe, die ich ganz toll kombiniere. Und zwar Erythrit, Stevia-Konzentrat, ich habe den Monin-Sirup Light in Karamell und in Maracuja, gibt es auch noch in Vanille. Und diese 3 oder 4 Zuckerstoffe, die kombiniere ich, so dass nicht einer im Vordergrund ist, und so haben wir einen wirklich authentischen Zuckergeschmack. Aber jetzt dann bald genug gelabert. Heute dachte ich mal, machen wir es ganz schnell, ganz straight, denn es sind die Komponenten aus der Rhabarber-Karamellsahnetorte, aus der Sommertorte und aus der Donauwelle, die wir jetzt alle hier zusammenpacken. Und wer es genau wissen will, der schaut sich die einzelnen Elemente in den einzelnen Torten an. Die Zutaten verlinke ich natürlich unten ganz genau. Heute geht's rucksdizucks. Denn normalerweise brauche ich 1 Stunde für so eine Torte, auch fast mit Abkühlungszeiten. Und das schafft ihr auch, wenn ihr gut vorbereitet seid. Also, lasst uns starten. Das wird hier fast eine Sache in Echtzeit. Keine unnötigen Plempereien, einfach rein. Was wir hier haben, sind schon die Zutaten für unseren Käsekuchen. Wir brauchen eine 20 cm Form. Und zwar legen wir uns da so einen Boden hinein und haben unser Backpapier, wie ich schon bei der Donauwelle und beim Rhabarberkuchen gezeigt habe, schön geformt und ausgeschnitten. Gilt es nur noch, unsere Zutaten zu verrühren und ab in die Form. Dann geht es hinten in den Ofen. Da habe ich schon ein Wasserbad quasi gemacht auf mittlerer Stufe bei 210 Grad. Und da lassen wir dann unseren Käsekuchen schön backen, und zwar für 20 Minuten. Dann schalten wir die Temperatur auf 170 runter und nochmal 20 Minuten, lassen ihn auskühlen, und dann ist unsere untere Schicht auch schon fertig. Los geht's! Und zwar einfach alle Zutaten bitte in ein Schüsselchen geben. Hier habe ich einen Schichtkäse. In it goes. Hier unser schöner Magerquark. Dann habe ich hier Creme Fraiche, 150 Gramm. Das ist Creme Fraiche Light natürlich. Wir wollen ja auch Low Fat sein. Dann habe ich hier schöne 3 Eierchen. Dann habe ich hier ungefähr 70 Gramm Erythrit Stevia Gemisch. Dann so 60, 50 Milliliter Monin-Sirup. Ich habe hier den Gala Sahnepudding. Da nehmt ihr ein 3/4 Päckchen hinein damit. Und dann habe ich unsere schönen Aromaten. Und zwar hier die Vanille von Oetker. Ich finde, die hat so ein schönes, leichtes, marzipaniges Aroma. Das steht unserem Käsekuchen gut. Zitrone, Orangenzeste und etwas Backpulver. Und ihr wisst, ich übertreibe gerne, dass es gut schmeckt. Ich habe hier noch die Flavored Cheesecake Drops. Da macht ihr auch ein paar Spritzerchen rein. Guck mal, ganz schnell. Ich packe hier das weg und wir verrühren unsere Masse kurz in der KitchenAid. Ihr könnt es auch von Hand machen. Meine Low Carb Sweeties, das müsst ihr auch gar nicht lang verrühren. Sollen auch keine Luftblasen entstehen. So gefällt mir das schon wunderbar. So.
Und wir geben es einfach in unsere Form hinein. Dann schütteln wir ein bisschen und dass da nicht so viel Luft drin ist. Das war es auch schon und es kann schon in den Ofen reingehen. Zack, ins Wasserbad reinflutschen lassen. Ich stelle mir dann den Timer auf 20 Minuten. Bei 210 Grad und danach, wie gesagt, auf 170 Grad runterschalten. So, meine Schätzchen, jetzt geht's sofort weiter mit unserer Creme. Ich schlage hier schon mal unsere Sahne auf, und zwar die Low-Fat Drama Sahne für unsere wunderbare Plain Vanillecreme. Was brauchen wir noch? Wir haben hier 3 Blatt Gelatine, die haben wir eingeweicht. Und dazu geben wir uns etwas Amaretto. Die Gelatine löst hier bei niedriger Hitze einfach auf. In der Zwischenzeit können wir schon mal unsere Quarkcreme weitergestalten. Und zwar nehmen wir hierfür ein kleines Schüsselchen und packen da unseren Skyr Vanille rein. Ihr könnt auch einen normalen Magerquark nehmen, aber ich nehme hier gern den Skyr Vanille, der hat schon ein bisschen Aroma an Bord und kein Zucker drin. Dann geben wir geriebene Zitronenschale rein. Wir geben ein bisschen Bobo Vanille rein. Oh, das liebe ich ja so. Und die hat auch also so gut wie keine Kalorien. Und auch keine Kohlenhydrate natürlich. Jetzt Butter Vanille. Soll ja nach was schmecken. Und ich habe hier noch gefunden Flavor Drops Cookie Dough. Da machen wir auch ein bisschen was rein. Wir wollen ja besonders sein. Und zu viel gibt es bei kalten Torten eigentlich nicht an Aroma. Glaubt mir. Gut, jetzt haben wir hier unsere schöne Creme. Da geben wir noch unseren Moninsirup rein und das Erythrit. Und ein bisschen vom Erythrit machen wir auch noch in die Sahne rein. Le voilà. Das verrühren wir hier. Am besten mit einem Schneebesen. Ist ja nicht süß, aber er geht. Ich habe es in allen Größen, diese Dinger. Jetzt müssen wir aber nach unserer Gelatine gucken. Die haben wir heute hinten warm gemacht. Ah, guckt euch das an. Guckt mal, das ist alles wunderbar flüssig und so soll es sein. Und jetzt lassen wir das im Strahl hier einlaufen und rühren dabei, dass sich keine Klumpen bilden. Das sieht jetzt flüssig aus, aber believe it or not, das wird wieder wunderbar fest. Wer übrigens das vegetarisch haben will, der nimmt bitte Sanapart 3 bis 4 Teelöffel. Dann bindet das auch. Ich bin Gelatine gewöhnt und es hat einfach eine gute Standfestigkeit, das liebe ich. Wir lassen kurz nochmal das Erythrit hier durch die Sahne laufen. Voilà, da ist sie, la crème chantilly, wie die Franzosen sagen. Und die vermischen wir jetzt mit unserer Creme. Einfach hier rüber packen und unterheben. Das sollte recht zügig gehen. Das merkt ihr auch schon, dass die Gelatine anzieht, genauso wie wir das wollen. Nur keine Reste lassen. Und wir verrühren das hier weiter. Oh, guckt euch diesen Traum von Creme an. Fürs Dekorieren habe ich hier schon einen Spritzbeutel mit einer Sterntülle vorbereitet. Und da geben wir uns einen guten Schwung rein, dass das Törtchen dann auch schön aussieht. So. Diese Creme und das Spritzbeutelchen, das stellen wir uns kalt und kümmern uns um die Erdbeeren
und danach den Schokoguss. Und dann sind wir schon fast fertig. Ist es nicht unglaublich? Der Käsekuchen ist im Ofen, erst seit 12 Minuten. Wie gesagt, das ist alles in Echtzeit. Die Creme haben wir. Jetzt kümmern wir uns um die Erdbeerchen und den Schokoguss, denn zwischen unserer Käsekuchenschicht und der Creme packen wir etwas Schoko. Das ist neu und inspiriert von der Donauwelle und da ist auch die Schokosoße her. Die geht auch ganz easy. Und zwar nehmen wir hier, gehen wir erstmal ein bisschen hoch mit unserer Temperatur und wir packen etwas Sahne hier in unser Töpfchen, so 20, 30 Milliliter. Dann haben wir Kakaopulver. Wir haben diese Kakaobutter. Dann etwas vom Monin-Sirup. Und etwas vom Erythrit. Und das Ganze, das schmelzen wir uns. Ihr seht, das geht schon relativ fix und schnell. Und schaut ihr, wenn diese Konsistenz so ist, dann ist es mir etwas noch zu fest. Deswegen nehme ich ein kleines Schlückchen Sahne, das könnt ihr dann auch machen, und verlängert das Ganze ein bisschen, bis mir die Konsistenz passt und sich die Kakaobutter und der Kakao hier wunderbar vereinigt haben. Schaut mal, schon ist es fertig. Das ist das Blitz-Schokoladensößchen. Wunderbar. Und ich habe hier, das habe ich euch schon gezeigt, so Schokopops, die habe ich mit Karamellsirup einweichen lassen. Die sind aus Kürbisprotein und Kakaofasern, haben keinen Zucker. Und die packen wir da auch rein und haben wir so noch ein bisschen so ein crunchy, schwammiges Gefühl in dieser Schokoladenschicht. In it goes. Das stellen wir uns parat nachher fürs Finish von der Torte. Weiter geht's. Erstmal hier ein bisschen aufräumen. Wir packen Erdbeeren rein. Und was habe ich hier? Himbeeren. Na gut, ich habe noch eine Auftragsarbeit und da will ich auch so eine ähnliche Torte machen und packe anstatt Erdbeeren Himbeeren rein und auch frische Himbeeren obendrauf. Ich habe die Erdbeermarmelade schon vorbereitet, das rate ich euch auch, dann ist sie schön abgekühlt und fertig und die hält ja ewig. Ich zeige euch aber ganz exemplarisch, wie es mit Himbeeren geht. In dem Video von der Sommertorte und der Aprikosenmarmelade ist es nochmal ganz ausführlich für euch erklärt. Also, wir packen unsere Himbeeren hier drauf, machen hier mein Induktionsschätzchen wieder an und erhitzen die Sache. Was kommt noch rein? Ich habe hier auf 500 Gramm Frucht müsst ihr immer so 100 Gramm Zuckersubstitut rechnen. Also habe ich hier 50 Milliliter Monin-Sirup. Ich habe hier 50 Gramm Erythrit Stevia. Und hier habe ich 10 Gramm Apfelpektin mit Calciumcitrat. Die tue ich davor schon mal ein bisschen vermengen. Das ist gut für das Apfelpektin, denn dass das nicht gleich geliert, dass es schon mal so eine gewisse Grundmasse hat. Guckt mal, bei meiner Induktion fängt es hier schon an zu köcheln. Ist es nicht fantastisch, wie schnell das geht? Wir geben hier dieses Gemisch Erythrit, Stevia, Apfelpektin rein, ein bisschen Amaretto. Und weil es so schön ist, habe ich hier noch Vanille. Ich liebe ja Vanille, ihr wisst es. Und hier habe ich so kleine Zitronenbeutelchen. Da machen wir auch Zitrone rein. Denn dort, wo Süße ist, dort muss auch immer ein bisschen Säure. Die beiden ergänzen sich einfach wunderbar. So, kommst du hier raus, mein Zitronenschätzchen? Jetzt ist er da. Und wir rühren das hier durch und kochen das so lange, bis es schäumt.
Denn erst dann kann unser Apfelpektin auch richtig wirken. So, dann schauen wir mal zu, wie Himbeeren vor sich hin blubbern. Oh, hinten ist der Käsekuchen 20 Minuten drin. Jetzt tun wir ihn auf 170 runterstellen und machen weitere 20 Minuten. So, jetzt schaut euch das an. Wenn das so köchelt und hier schaumig geworden ist, dann können wir es auch schon abfüllen. Und zwar habe ich hier schöne Gläschen, Marmeladetrichter und rein damit. Na, ist das nicht fast wie abgemessen? Oh, ich liebe es. So, guck mal, jetzt haben wir hier 2 Gläschen. Die drehen wir noch um und packen sie in den Kühlschrank, weil wir sie brauchen. Deswegen, wenn es davor macht, hier die Erdbeermarmelade, ist schon praktisch. Ich habe da noch 400 Gramm Erdbeeren, schön in dünne Scheibchen geschnitten, so ungefähr 1 Zentimeter dick. Die benutzen wir dann oben zum Dekorieren. Und was wir noch brauchen, und believe it or not, jetzt sind wir schon fast durch, wir brauchen noch einen Guss. Und zwar einen schönen Erdbeerguss. Und da hat Dr. Oetker uns schon was ganz Tolles vorgemixt, und zwar ist es der Tortenguss Erdbeergeschmack und der ist gigantisch. Was machen wir also? Wir packen hier 230 Milliliter an Wasser hinein und geben 15 Milliliter Moninsirup, etwas gleiche Menge Erythrit hinein, einen Spritzer Zitrone, weil es so schön ist, und dieses Tortengusspulver und natürlich nochmal wieder meine schöne Vanille. Und das verrühren wir uns hier und tun das à la Minute aufkochen und gießen es dann über unser Erdbeeren. Naja, was ist jetzt noch zu tun? Wir müssen warten, bis der Käsekuchen fertig ist. Den könnt ihr übrigens auch am Tag schon davor machen. Dann ist es eine Sache von 15, 20 Minuten, bis ihr eine fertige Torte gebastelt habt, wenn ihr Erdbeermarmelade und Käsekuchen schon fertig habt. Ich warte noch, der muss jetzt, wenn er aus dem Ofen rauskommt, noch eine halbe Stunde abkühlen und dann können wir unsere Torte zusammensetzen. Ich freue mich, meine Babys, denn ich habe auch ein bisschen ein Hüngerchen schon wieder, aber ich muss da warten, bis meine Busenfreundin kommt, denn die verkostet ja immer mit mir und es ist ein Heidenspaß und bringt gute Laune und macht uns satt. Also sich schlank schlemmen ohne Reue, das ist ja mein Motto. Und das schaffen wir auch mit dieser Torte, meiner Entdeckung aus Amerika. Jetzt ist er schon fast fertig. Seht ihr, es schwabbelt nur noch ein bisschen. Bald kann er raus. So, der schöne Käsekuchen ist jetzt 20 Minuten abgekühlt. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Übrigens, ich habe hier einen feinen Karamellpudding benutzt, aus Versehen. Schade dem Geschmack jetzt nichts, aber ihr nehmt besser einen Sahnepudding oder einen Vanillepudding, sonst ist es nicht so bräunlich. Aber schauen wir mal, ist ja ein schönes Experiment. Also ihr habt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt es hier so oder so und löst den Rand hier vorsichtig, denn es ist ja ein Naked Cake von dem Backpapier. Und jetzt könnt ihr entweder direkt einen Tortenring hier drüber machen oder ihr macht so wie ich und stürzt den, denn dann habt ihr diese schöne Bodenseite unten. Wie das geht, zeige ich euch. Ihr nehmt so einfach ein Cakeboard und diesen Tortenring, stülpt ihn hier rüber. Drunter braucht ihr natürlich auch eine Unterlage, das ist in dem Fall ein kleiner Tortenretter und mit einem Schwupps, zack, das ist der Move. So, das sieht jetzt etwas wild aus, ist es aber gar nicht. Ich schüttel das so ein bisschen, dass es so passt und drück mir den jetzt flach.
Das dürft ihr gerne machen. Das wird nachher wieder total kompakt. Seht ihr das? Und den lassen wir jetzt auskühlen und tun ihn dann mit der Creme und mit den Erdbeeren vollenden. Hand aufs Herz, das war doch jetzt wirklich schnell und einfach. Und wer sich das mit dem Umkippen und mit dem Stützen nicht traut, der macht einfach, wie ich gesagt habe, macht die Backpapier drum und den Tortenring dann gleich. Für Anfänger ist das einfacher. Was jetzt das Schönste ist am Tortenmachen, ist, wenn alles schon, die ganze Palette hier steht, unsere Marmelade, unser Schokoguss, unseren Tortenguss habe ich nochmal à la Minute jetzt gefinisht und heiß gemacht, bis es blubbert und er so richtig transparent geworden ist. Ihr seht dann auch, sobald er mit Kälte in Kontakt kommt, wird er steif. Dann haben wir die Sahne und in dem Spritzbeutel auch nochmal die Sahne zum Dekorieren. Wir haben hier wunderbare Herzchen, Diamanten und Blüten, ein bisschen Pistazie, finde ich immer schön zur Erdbeere. Dann machen wir uns noch etwas Tonkabohne über die Erdbeeren. Erdbeere und Tonkabohne, die sind wie himmlisch vermählt. Ich kenne sie auch nicht so lang, vielleicht so 8, 9 Jahre, aber es ist ein Geheimtipp. Tonkabohne. Und keine Kalorien, keine Kohlenhydrate, nichts. Und dann machen wir uns am Schluss noch ein bisschen Silberstaub drüber. Aber jetzt Käsekuchen aus der Kühlung. Und unsere Erdbeeren. So, da ist er. Oh, wunderbar in der Temperatur. Wir machen erst unsere Schokoschicht, aber dafür spritzen wir uns einen kleinen Rand, denn das ist ja eine Naked Cake. Und Naked Cake bedeutet, man sieht den Rand und blöd, wenn der Schoko rausläuft. So, dann nehmen wir unseren Schokoguss. Ja, verteilen den. Da ist halt auch so ein Drehteller gut. Da können wir dann wunderbar arbeiten. Die Schokopops sehen doch auch ganz toll aus. Und wie gesagt, haben auch keine Kohlenhydrate. So, unsere erste Schicht ist schon mal fertig. Jetzt so, dass wir sie mit der Schokoschicht möglichst nicht vermengen. Und streichen die auch glatt. Oh, das duftet. Und ihr stellt die dann bitte ungefähr 4 Stunden kühl. Also das sollte sie schon. Man kann es auch schon früher essen. Das habt ihr bei der Karamellsahne gesehen. Aber wenn die richtig durchzieht. Und die hält dann auch, also eine Woche oder länger, wenn sie abgedeckt ist. Kein Problem. Das ist eine haltbare Sache, denn der Käsekuchen ist ja gebacken. So, das reicht uns. Jetzt spritzen wir uns wieder eine Schicht außenrum, dass uns die Erdbeermarmelade da nicht davonläuft. Le voilà. Und in der Mitte machen wir auch etwas, das ist einfach besser dann nachher so ein Anschnitt, sonst läuft uns da das Erdbeerchen runter. Hier haben wir die schon vorbereitete Erdbeermarmelade. Ich habe euch hier die Himbeermarmelade gezeigt, aber hier ist jetzt die Erdbeere. Dann nehmt ihr so 150, 200 Gramm, nicht zu viel. Und das Ganze, das verstreichen wir auch. Oh, das ist doch jetzt schon ein Träumchen, oder? Träumchen von Schäumchen. Ihr wisst ja, ich bin die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe und ich mag meine Torten sehr. Oh, guckt euch mal das Erdbeerchen an. Jetzt können wir die ganze Creme voll hier vorsichtig aufladen. Schaut mal, das geht sich gerade so aus wieder.
Österreicher sagt. Ja, mei, das geht sicher aus. Oder wie der Bayer. So. Und das putzen wir ein bisschen hier. Nicht, dass der Erdbeere rankommt. Und verstreichen die Creme. Tonkabohne. Jetzt schichten wir unsere Erdbeerchen. Vielleicht die großen nach außen. Und nimmt da bitte frische. So modrige Erdbeeren wollen wir da jetzt auch nicht drin haben, oder? Sowieso, je unreifer ihr die Früchte kauft, desto weniger Kohlenhydrate haben sie und wir können sie ja mit unserem Sirup und unserem Zucker noch anreichern. Also kauft bitte als Low-Carb-Spezialisten unreife Früchte. Wir kriegen das hier hin, dass die trotzdem aromatisch sind. Und wir schichten das hier Lage für Lage. Jetzt guckt euch das an. Ist das nicht herrlich? Die Erdbeerchen habe ich hier schön verteilt. Das gefällt mir so gut. Dann gehen wir mit unserem Guss drüber. Also den müsst ihr wirklich frisch machen. Der zieht sonst schnell an. Und geben hier ganz elegant den Guss dazu. Peu à peu. In der Mitte habe ich wieder ein bisschen freigelassen. Dann schneiden wir uns die Torte einfach besser an. Und es geht wieder gerade auf. Ich habe immer so ein Glück. So. Sehr schön. Dann gibt es unsere berühmten Tupfen. Dazu bringen wir nochmal den Spritzbeutel in Form. Und machen uns 8 große Tupfen. Erstmal 4. Und dann nochmal 4. Dass dann gerade schön 8 Stücke hier rauskommen. Und dann machen wir uns hier noch kleine Tupfen. Hoffentlich schwimmen die nicht davon. So. Sehr schön. Dann gibt es Erdbeerchen in die Tupfen. In 4 Tupfen. In die anderen großen Tupfen machen wir unsere Blüten. So, jetzt haben wir noch Diamanten übrig. Diamonds are the girl's best friends. Ah. So. Und die Herzchen. Jeder kriegt noch ein Herzchen. Le voilà. Ça, c'est la. Das ist die Torte. Jetzt freue ich mich, wenn die abgekühlt ist, dass meine beste Busenfreundin kommt und wir schnabulieren. Hier fliegt überall Silberglitter von der Torte. Yeah! Meine Schätzchen, es ist endlich soweit. Die Torte kommt frisch aus dem Kühlschrank. Oh, ich liebe ja Strawberry Cheesecake. Und wir lösen sie jetzt aus. Und zwar nehmt ihr da einfach ein scharfes Messer und fahrt hier an der Torte entlang. Hier ganz vorsichtig. Ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Muss ich zugeben, dass das hier schneller geht. Aber es geht ganz easy. Und dann hebt es hoch und da ist unser Strawberry Cheesecake. Ist er nicht herrlich? Guckt euch das Wunderstückchen hier an. Also, ich schneide jetzt hier noch ein kleines Stückchen raus und mache dann hier kleine Fotoaufnahmen, weil meine Busenfreundin, die kommt schon, die ist schon auf dem Weg und die hat großen Hunger. Ich bereite alles vor, dass ich euch dann zeigen kann, wie es denn auch schmeckt. Also ihr halbiert die am besten in der Mitte, finde ich immer ganz geschickt. Und nehmt ein scharfes Messer und dann drückt ihr runter. Oh, die schneidet sich wie Butter. Oh. So. Und jetzt nehmen wir ein Stückchen raus. Wir haben das jetzt so schön eingeteilt, dass wir hier mit den Tupfen
genau bei den Stückchen sind. Also wenn ich nicht wüsste, dass ich Diät mache, dann würde ich sagen, das ist hier real. So. Oh, oh, da ist sie, das Baby. Und da ist noch die schöne Schokoschicht mit drin, die wir eingearbeitet haben. Oh, ist das nicht herrlich. So, ich bereite alles vor, dass ihr auch schöne Bildchen habt. So. Das wird ein Schmaus. Ich habe hier noch Kaffee vorbereitet. Ihr wisst ja bei den Zero-Getränken, in einem anderen Video, da zeige ich euch, wie ihr auch hier Low-Carb-Getränke macht. Also, was fehlt mir noch? Meine Kamera. Bin gleich wieder da. Hallo, ist da jemand? Gar niemand da? Oh, aber da ist der Strawberry Cheesecake. Ob ich den mal probiere? Ich kann nicht widerstehen. Kerstin, was magst du? Ich wusste gar nicht, dass du schon da bist. Aber ich habe gedacht, das ist für mich. Du hast jetzt die Torte probiert. Dabei wollte ich doch Filmaufnahmen von der Torte machen. Naja, jetzt muss es mit der angebissenen Torte sein. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, die schmeckt köstlich. Willkommen bei Dr. Slim Low Carb Factory. Heute mit meiner Busenfreundin. Und mit Dr. Slim himself. Yeah! Aber jetzt probiere ich auch mal. Mach das. Also ich habe schon 10 Kilo abgenommen, dank der tollen Rezepte von Dr. Slim. Und ihr könnt damit richtig schlemmen, ohne Reue. Also schlemmen könnt ihr. Lecker. Meine Kinder wären Teil von der Community. Und dann könnt ihr jede Woche so eine tolle Torte essen. Oh, geil. Ich probiere nur von dem Kaffee. Auch lecker. Mit Mandelmilch, Espresso, Karamellsirup. Bye bye, my lovelies. Bye bye. See you. Bye bye. And now the cake is clear, and so I face the final tasting. My friends, I baked it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've baked a life that's full. I've glazed each and every topping, and more, much more than this. I did it my way. Mistakes, I did a few, but then a few to mention. I did what I had to do. I baked over here and over there, and I don't know where. But now the time is right. I feel it deep inside of everything, because that's the way I want here in the Yeah, that's right, I'm here, and I start to bake in my little kitchen, in my little dream world. And you are part of me, and I'm a part of you, and that's
redemption. Yes, that's it. And now, if you want me, I will be a part of YouTube and YouTube. Because what's here to eat, it's just delicious. Yeah, it's delicious, just plainly delicious. And you can create it at home, and you can master it by yourself, and you can get slim with Dr. Slim. Oh, that's the life I want. I won't be in the limelight, and I won't be a hero. And you are my fans. Yes? Is that a deal? Oh, I love it. And I say, bye-bye.